Scania R500. Ja, ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, das wäre so der Mercedes unter den LKWs. Wobei ja auch Mercedes LKWs baut, die auch hier vorhanden sind. So, das ist so das Neueste vom Neuen. Wir sind in Nonnweiler. Das liegt so zwischen Saarbrücken und Trier und wir sind bei der Spedition Barth. Das Unternehmen gibt es schon sehr lange und hier wird gebaut viel auf Scania, aber auch auf Volvo, MAN und auf Mercedes. Die stehen hier. Und hier haben wir einmal den Jürgen, hallo. Hallo Jürgen, grüß dich. Ja, du wirst gleich noch ganz wichtig für uns, ja, wenn du mal kurz dran bleibst. Du bist der? Heiko. Hallo Heiko. Hallo. Du fährst auch LKW, aber Ja. du fährst im Nahverkehr? Ja, im Nahverkehr. Genau, der Jürgen fährt im Fernverkehr und hier haben wir auch eine Dame, eine Frau, die fährt auch LKW. Hallo, wer bist du? Ich bin die Andrea. Hallo Andrea, du bist hier die Firmenchefin? Ja, Unter anderem? genau. Ja. Genau. Ja, es geht Prinzip geht es darum, dass ihr ein ganz toller Arbeitgeber seid für Leute aus der Region. Ihr habt ganz viele LKW-Fahrer beschäftigt? Ja, so über 100. Über 100 Stück. Und einer davon ist der Jürgen. Du bist im Fernverkehr, Jürgen. Ihr fahrt wohin? Wir fahren Benelux-Verkehr, zusätzlich Frankreich-Verkehr, viel in Deutschland, halt in ganz Europa. Genau, das Ganze hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Du bist quasi seit Anfang an dabei, seit fast den 80ern, ne? Ja, ich habe 1984 hier angefangen, habe das erste Auto hier im Fernverkehr gefahren und es macht mir immer noch Spaß heute. Da waren es noch wie viele Autos? Damals? Ja, damals war es ein Auto. Ein Auto, achso, das hast du gefahren. Ja, und dann hat unser Albert eine Firma gekauft mit 2 Fahrzeugen, mit 2 Konzessionen. Und da waren wir schon 3 Autos. Und so wurde das immer stetig aufgebaut. Also ich fasse noch mal zusammen. Ihr habt jetzt 100 Leute, du bist der Fahrer Nummer 0 quasi. Ja, ich bin so Gründungsmitglied dieser Firma. Ich habe im März angefangen hier in dieser Firma 1984 und am 1.7. wurde dann die GmbH gegründet, über die wir heute hier reden. Prima. Und ihr habt ganz tolle Fahrzeuge, oder? Ihr seid Ja, wir haben einen Hightech modernen Fuhrpark, vor allen Dingen unser Scania. Das ist das, wo unsere Fahrer drauf schwören. Unsere Fahrzeuge haben alle Vollausstattung, sprich Notassistent, das komplette Programm. Wir fahren nur Automatikfahrzeuge im Fernverkehr und Kühlschrank, Standklimaanlage sind bei unseren Fahrzeugen für unsere Fahrer selbstverständlich. Ja, wir zeigen das Video natürlich auch Leuten, die sich nicht so gut auskennen mit dem Fernverkehr. So dieses Benzin im Blut, was man so gesehen hat in den Serien in den 70ern und 80ern. Gibt es das noch? Ja, natürlich gibt es das noch. Ja. Und ich bin noch einer von diesen Fahrern, auch die aus diesen alten Geschichten. Natürlich haben wir alle auf AXA gesehen im Fernsehen. Ja. Und, aber heute ist mehr Teamplay gefragt und wie gesagt, es ist immer noch schön und es ist immer noch toll auf der Straße, obwohl der Verkehr immer zunimmt. Aber es ist immer noch ein Beruf, wo man nicht nach der Stoppuhr bezahlt wird und nicht so ist, wie die Allgemeinheit ist. Aber was ist so der Riesenvorteil im Fernverkehr fahren jetzt LKW? Du könntest ja auch Nahverkehr fahren, die sind ja auch extrem gesucht, die Fahrer. Also im Fernverkehr ist die Verdienstspanne auf jeden Fall größer wie im Nahverkehr. Wir im Fernverkehr sagen immer, wir haben mehr unsere Ruhe, weil wir in der Regel eine Aufladestelle haben und eine Abladestelle und dazwischen eine relativ große Strecke haben, wo wir fahren, wo wir dann die Verantwortung allein übernehmen. Im Nahverkehr hat man wesentlich mehr Kundenkontakt, muss man mehr abladen, muss man mehr laden. Und so sind wir auf der Autobahn, ist man dann immer auf sich, auf die Person gestellt. Und das liebe ich halt eben und übernehme auch gerne die Verantwortung dafür und bin auch gerne für mich selbst verantwortlich. Und dann auch kann man meine Termine festhalten, dann ist das gut. Super. Was war denn so damals so als Kind, warst du schon als 8-Jähriger, du hast ein Spielzeugauto geschenkt bekommen und hast gesagt, ich werde mal LKW-Fahrer oder Fernfahrer? Also ich bin von zu Hause aus erblich vorbelastet. Mein Vater war schon Fernfahrer und es war immer mein Wunsch, in den Fernverkehr international zu wechseln. Und in meiner frühesten Jugend war es noch Abenteuer. Ich bin mit dem LKW noch sehr weit über Europa hinaus weggefahren, noch vor meiner Zeit bei der Firma Barth. Und es ist, wie gesagt, es ist einfach die Mentalität, die Freiheit, wenn man einmal mit dem LKW nach Griechenland gefahren ist oder nach Spanien gefahren ist, wenn man an der Küste vorbeifährt, wenn man das sieht, wenn man nach Südfrankreich fährt, das Feeling, das ist eigentlich wie Urlaub.
Cool. Ja, das suchen wir. Es hat sich viel verändert. Es sind viele Kollegen, die sprechen nicht mehr Deutsch, hast du gesagt. Das heißt, ihr seid, ich meine, wir leben Europa. Die Leute kommen aus ganz Europa, sogar aus Russland oder überall, oder? Ja, ich bin ein total überzeugter Europäer. Und das ist für mich auch wichtig und ich nehme das auch gerne an. Und das sind Kollegen und die Zeiten haben sich einfach gewandelt. Und heute sind rumänische genauso wie polnische, tschechische oder bulgarische Lkw-Fahrer sind für mich genauso Lkw-Fahrer, genauso Kollegen wie Deutsche. Und wie gesagt, ich sehe nur, es gibt nur eine Chance, das ist ein gemeinschaftliches Europa. Und nur so, da können wir funktionieren. BAG ist dein Freund? BAG ist auf jeden Fall mein Freund. Es sind uns zweckgemäß. Ich bin für die Kontrollen. Und Kontrollen sind bei uns in der Firma absolut überhaupt kein Thema. Sondern jeder Fahrer wird darauf hingewiesen, wird geschult. Das heißt, ihr werdet nicht gezwungen, Zeit zu schinden, indem Sachen vielleicht nicht richtig... Nein, gibt es bei uns in der Firma nicht. Weil kann sich keine Firma heute auch mehr erlauben. Ja. Und genauso ist das in der BAG-Kontrolle. So wie man einen Wald hineinruft, so kommt es auch wieder zurück. Und Du warst schon mal drin? ich komme regelmäßig in Kontrollen. Und was sagen die bei deinem... Und die sagen zu mir, da waren mal 2 Minuten oder 3 Minuten und dann erklärt man denen, dass im Rahmen der digitalen Kontrollen ist ja heute alles... Pausenzeiten meinst du, gell? Genau, das funktioniert. Also 2, 3 Minuten, das nimmt man nicht übel, aber jetzt ein paar Stunden so, wo ihr dann anfangen zu, ja und so weiter, das Gerät war kaputt, die sind ja nicht blöd, oder? Nein. Das darf man nicht annehmen, dass ein BAG oder ein Polizeibeamter blöder ist wie man selber. Ja. Aber es gibt natürlich auch Situationen, man steht schon mal im Stau, wie auch jeder Urlauber mal im Stau steht. Und dann kommt es auch schon mal vor, dass 1 Stunde überschritten wird, Also man schafft es gar nicht, ja. weil man im Stau steht. Man findet keinen geeigneten Parkplatz, wo man Pause machen kann. Und dann muss man das einfach handschriftlich nachtragen. Und dann wird das auch anerkannt, dann hat man auch als Fahrer keine Probleme damit. Super, ja. Wir kommen gleich nochmal zu dir, denn Bart als Arbeitgeber ist natürlich gemein bei jemand, der schon seit Anfang an dabei war, ja. Der gehört ja fast zum Inventar, ja. Und der muss ja gut über das Unternehmen sprechen. Du bist schon wie lange dabei? Seit 2013 und im Baustellennahverkehr tätig. Wie bist du da reingerutscht in den Baustellennahverkehr? Also ich durfte meine alte Arbeit als Kfz-Mechaniker nicht mehr ausführen und war dann in einer LVA-Förderung drin. Und da hat die LVA entschieden, es bleibt nur noch Büro- oder Berufskraftfahrer. Und es macht Spaß? Und soweit macht es mir Spaß. Ich komme auch super klar mit den Kollegen. Macht Spaß, soll ja auch Spaß machen. Du bist jetzt wie alt? Ich bin 37. 37. Und du fährst, wie viele Tonnen fährst du? 32,5 Tonnen, 4-Achser, Mulde, Okay. Kipper. Also ein Gerät, kann man schon sagen. Es ist ein Gerät, ja, mit 440 PS, Mercedes Actros. Wie seid ihr zusammengekommen bei Bart damals? Du hast dich normal beworben oder hast du jemanden gekannt hier? Nein, ich habe mich normal beworben und einen Tag später direkt am Telefon ein Vorstellungsgespräch gehabt und dieses wahrgenommen und Woche drauf direkt angefangen. Und jetzt seit wie vielen Jahren nochmal da? Seit 5. Seit 5 Jahren, ja. Tolle Geschichte. Ja, es ist so, ich meine, wir suchen natürlich Mitarbeiter, ganz klar. Ihr habt jetzt, wie viele Leute nochmal beschäftigt? 140 ungefähr. 140. Und davon Fahrer? 110. 110 Fahrer. Ihr sucht laufend natürlich Fahrer, denn ihr habt natürlich LKWs. Wie viele LKWs? 90. 90 LKWs und die werden natürlich auch bewegt. Das heißt also jetzt bei euch im Fernverkehr, die fahren ja jetzt meistens Benelux. Das heißt, die sind alle so 2, 3 Tage wieder hier? Ja, genau. Alle 2, 3 Jahre. Die kommen wieder nach Hause. Genau, ja. Das ist vielen Leuten auch wichtig bei euch, ne? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel auch wie dem Jürgen. Dem Jürgen, da sind wir schon wieder beim Thema. Das Thema ist natürlich, du bist ja mal Spanien gefahren, die weiten Strecken mit allen drum und dran. Du bist aber alle 2, 3 Tage wieder da? Ich bin jetzt ja in der Regel jeden zweiten Tag zu Hause und ich schätze das auch. Und was sagt deine Frau dazu? Ist das gut? Ja, die findet das in der Regel auch gut. Die ein oder anderen Frauen, die sind ja mal ganz froh, wenn der Mann mal ein paar Tage weg ist. Aber ist das auch ganz gut für die Beziehung, dass man auch mal alleine ist? Ja, das hält die, Sag nichts Falsches. Ja. hält die Beziehung auch jung, ne? Okay. Aber das war vorher nicht so. Da warst du vorher eine ganze Woche weg, oder? Ja, da war ich eine ganze Woche weg. Manchmal bist du erst samstags mittags nach Hause gekommen und bis sonntagsabends wieder losgefahren. Und dann hängt natürlich an der Frau auch viel Verantwortung, was Kinder, was Familie, was soziales Umfeld, was Haus und so weiter anbetrifft. Und da muss man sich schon auf den Partner verlassen können. Aber heute ist das ganz angenehm und
ich schätze das auch sehr, jeden zweiten Tag zu Hause zu sein. Jeden zweiten Tag, das ist wichtig. Ja. Also wenn jemand im Fernverkehr ist, gibt es denn Fernverkehre, die länger wie eine Woche weg sind? Gibt es auch. Wenn Sie zum Beispiel viel Spanien fahren, überwiegend Portugal fahren, sind Sie jedes zweite Wochenende in der Regel draußen. Okay. Aber der Gesetzgeber hat jetzt gesagt, nach 2 Wochen muss diese Wochenendruhezeit, man spricht von 48 Stunden Ruhezeit, die muss außerhalb des Fahrzeuges verbracht werden. Dann muss der Arbeitgeber entweder ein Hotelzimmer zur Verfügung stellen oder der Gesetzgeber möchte eigentlich, dass der Fahrer dann jedes zweite Wochenende zu Hause die Wochenendruhezeit verbringt. Gut, das betrifft euch ja sowieso nicht. Ja. Das ist Richtig. aber es ist schon ganz angenehm. Ja. Ja. Ihr fahrt viel Stahl, gell? Wir fahren überwiegend Stahl und im Rahmen von Saarstahl aus Völklingen bzw. von der Dillinger Hütte und bringen auch wieder Stahl für Autoindustrie mit wieder zurück. Du siehst ab und zu mal die Kollegen auf der Autobahn von euch? Ja, ich sehe ihn natürlich. Ich unterhalte mich auch mit meinen Kollegen. Habt ihr Funk oder wie, per Wir Telefon? haben alle Funk im Fahrzeug, wir haben auch alle Telefon im Auto, ist für uns selbstverständlich Standard. Aber wir sprechen auch gerne persönlich miteinander auf dem Rasthof oder gehen zusammen einen Kaffee trinken, ganz wichtig, und tauschen uns auch aus. Wo kommst du her? Wie geht's privat? Und unterhalten uns natürlich auch über unsere Fahrzeuge. Logisch, ja klar. Ihr seid per Du alle, oder? Wir sind hier seit der ersten Generation, seit 34 Jahren alle per Du. So, das ganz große Thema ist Überwachung. Ja, man kennt ja Systeme, die sogar die Querbeschleunigung registrieren. Ja, alle Ruhezeiten. Man muss sich dann. Es ist hier so, ihr habt Zeit beim Abladen. Das wird schon so geplant, dass es passt, oder? Wir haben Zeit beim Abladen und wir haben auch Zeit beim Laden. Und wie gesagt, wenn es mal eng wird, hat jeder ein Telefon, greift zu dem Telefon, ruft in der Dispo an und sagt, hör mal, Wenn er es erkennt, am besten. das funktioniert nicht, ich pack das nicht, oder dann heißt das, morgen früh ist auch noch ein Tag. Das ist gut. Ja, wir kommen noch ganz kurz zum Thema Nahverkehr. Dann frage ich dich noch zu dem Thema Bart. Ja. Ich meine, du hättest ja die Möglichkeit, es werden ja unglaublich stark Lkw-Fahrer werden ja gesucht, ja, gerade im Nahverkehr. Deine Aufgabe ist ja auch noch mit den Kunden zu kommunizieren, das wahrscheinlich noch dahin genau zu stellen, wo es sein muss, oder? Genau, mit dem Auftraggeber oder dem Kunden zu kommunizieren, wo es abgeladen wird und wie es abgeladen wird und ja, halt dementsprechend, ja. Ist natürlich ab und zu mal auf der Baustelle, wenn du da stehst, so je nachdem, wo du abladen musst, da steht schon ein LKW und der lädt gerade ab. Ja, da muss man auch schon mal warten, oder? Es kommt auch zu diversen Wartezeiten, dass einer vor uns ist oder wir fahren hier teilweise nicht nur alleine. Es gibt ja mehrere Gruppen oder größere Baustellen, es kommt darauf an, wie groß die ist und dementsprechend fahren halt mehrere und da muss man da auch halt mal warten und man bekommt da auch seine Pausen halt zusammen. Genau. Das Thema Spedition Bart. Was findest du so gut bei Bart? Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, das ist schon hier natürlich ein Nonnweiler. Ihr seid sehr zentral an der Autobahn, das muss man schon sagen. Aber die Leute sind nett hier, die Chefs alle? Also ich komme mit allem bestens klar. Probleme gibt es in jeder Firma. Mit den Problemen muss man klarkommen oder Also man darf auch mal seine Meinung sagen. man darf auch mal seine Meinung sagen und das sollte man auch sagen können. Und das ist okay, ja. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Konstruktiv, wenn man sagt, hier, das müsste anders sein, das könnte mal besser sein. Genau, also es ist ein Geben und Nehmen, also ein Zukommen, also man kommt zusammen aus. Also wenn es Probleme gibt, kann man drüber sprechen, die werden danach gelöst. Prima. Ich nehme an, dass du das bestätigen kannst. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man wirklich mal ein Problem mit dem Kunden hat, dann ruft man beim Chef an und dadurch haben wir ja einen kurzen Kontakt zu unseren Chefs direkt. Und dann wird das von oberster Stelle direkt gelöst. Und immer eigentlich im Wohle unserer Fahrer. Und das ist ganz wichtig. Bart, der Mann der ersten Stunde. Ja, ich bin ganz begeistert, aber wir haben was ganz Besonderes für euch, ja, denn im Saarland kennt ja jeder jeden. Ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues. Ihr sucht ja Lkw-Fahrer, oft haben die ja einen Job, muss man fairerweise sagen, dass die natürlich die richtigen Prüfungen haben müssen. Zum Beispiel, was müssen die alles vorweisen können? Also Führerschein Klasse C, CE, eine Fahrerkarte, eingetragene Module, also die 95 eingetragen. Okay. Im Fernverkehr ist natürlich der ADR-Schein von Vorteil. Und ja, das wäre es eigentlich. Das wär's. Frau, Mann, natürlich beides. Natürlich. Ich meine, aber es sind immer noch die Männer im Moment, die stark vertreten sind, oder? Ja, leider ja. Also wir haben aktuell nur eine Frau beschäftigt. Plus dich, oder? Ja, plus mich, ja. Du hast auch einen LKW-Führerschein. Ja, gehabt. habe ich, ja. Genau, das war schwer.
ging. Es ging. Ja. Ja. Ich hab erfahren, da ist sogar das Einparken rückwärts mit der Deichsel, oder? Ja, natürlich. Hängerzug, ja. Super, also wir haben es euch extrem leicht gemacht. A, sagen wir, wenn ihr irgendwo arbeitet, ja, und ihr ruft hier an, wir werden gleich eine Rufnummer sagen, ja, da könnt ihr euch einfach mal melden, einfach mal ganz unverbindlich, habt das Video gesehen, wie sieht denn das aus? Und liebe Mädels da draußen, wenn ihr jemand kennt, wo ihr wisst, der Mann oder die Frau ist Lkw-Fahrer, hauptsächlich wahrscheinlich der Mann, ja, und ihr kennt die Familie und diese nette Firma Barth hier sucht ja Lkw-Fahrer, dann könnt ihr ihm bedenkenlos die Rufnummer geben, ja, genau, wenn du noch mal kurz deinen Vornamen sagst. Andrea. Andrea, Ja. genau, von der Firmenchefin, wie ist deine Durchwahl? 06873 66 96 022. Genau, wir werden die Rufnummer jetzt mal einblenden, mal ein bisschen stehen lassen und du wirst auch versprechen, dass du den alten Arbeitgeber nicht direkt, im Saarland kennt ja jeder jeden, nicht direkt anrufst und sagst, hey, da hat sich der Peter beworben, ja, wieso will denn der wechseln? Nee, das verspreche ich auf jeden Fall. Darf man ja auch gar nicht. Aber es ist auch so, ich meine, ab und zu denkt man vielleicht so, ich bewerbe mich da und dann rufen die beim alten Arbeitgeber an und dann kommt es vielleicht doch nicht zustande, dann ist vielleicht das Vertrauensverhältnis kaputt. Aber ihr ruft auf gar keinen Fall. Ihr Nee. macht euch ein eigenes Bild. Machen wir auf jeden Fall. Super. Ja, Spedition Barth, die dritte Generation. Ja. Hier stehen sie zu dritt. Einmal in der Mitte der Nahverkehr, seit 5 Jahren da. Seit, noch mal wie viele Jahren bist du da? Seit 34 Jahren. Seit 34. Jetzt muss ich mal fragen, wie alt du bist. 61 Jahre. Quatsch. Bis 61? Ja. Wie lange willst du noch machen? Also vor habe ich noch 5 Jahre zu machen. Nach 5 Jahren, bis 66, ja. Ja, krass, ja. Und seit über 30 Jahren bei der Firma, bei der 34 Jahren. 34. Im März werden es 35 Jahre und es macht mir immer noch Spaß und ich bin eigentlich immer noch gerne hier. Genau, den Chef, das ist natürlich klar. Du bist wichtig hier. Du bist auch jemand, der zu den Kollegen auch ein Bindeglied ist ein bisschen? Ja, ich versuche jedem Kollegen immer zu helfen und Auskunft zu geben. Für mich ist das Ehrensache, wenn ich etwas weiß, wenn ich gefragt werde, dass ich auch die korrekte Antwort gebe. Das ist auch auf der Straße draußen so für mich wichtig. Ich habe noch nie jemanden falsch geführt oder irgendeine falsche Aussage gemacht. Macht gar keinen Sinn, aber ist auch wichtig, wenn jetzt neue Kollegen kommen, die vielleicht noch Fragen haben, vom Ablauf her, wie funktioniert das mehr? Ja. Da könntest du auch helfen. Natürlich helfe ich gerne, wenn es zum Beispiel um unsere moderne Waschanlage geht, wo unsere LKWs gewaschen werden. Und wenn einer fragt, ich habe das noch nie gemacht, helfe ich ihm, erkläre ich ihm die Waschstraße selbstverständlich. Und wenn es ein rumänischer Kollege ist, der halt eben, ich kann leider kein Rumänisch, wenn er kein Deutsch kann, aber Da ein paar, oder? es gibt immer Mittel und Wege. Ja, wir haben ein paar rumänische Kollegen und es gibt immer Mittel und Wege. Und notfalls gibt es die internationale Fernfahrersprache, die ist mit Händen und Füßen und man versteht sich immer irgendwie. Kriegt man schon hin. So, alle Informationen werden eingeblendet, die Telefonnummer steht die ganze Zeit drin. Wenn Sie also jemand kennen oder selbst Lkw-Fahrer sind, dann greifen Sie jetzt mal zum Hörer oder schicken das an denjenigen, der es ist. Und eins kann ich Ihnen sagen, ich habe die Firma Barth jetzt schon seit Monaten kennengelernt. Es ist wirklich ein ganz netter Laden hier in Nonnweiler mit ganz netten Leuten und darauf kommt es ja schließlich an. Und ganz wichtig im Fernverkehr, alle 2 Tage wieder da. Wenn es mal wirklich schief geht, spätestens jeden 3. Tag. Ja. Und als Arbeitgeber natürlich wirklich berühmt dafür, dass Sie den saarländischen Stahl durch das ganze Land fahren. Vielen Dank.